Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses freche Barett für euch entworfen und gehäkelt. Ich habe es für Herren gehäkelt, die Anleitung enthält aber auch die Angaben für Damen. Ich habe dafür Restwolle vom winterzauberhaften Häkelkleid verwendet. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwo 100 Gramm Wolle herumliegen, die nach einer sinnvollen Verwendung sucht. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese Mütze nehme ich einen Rest von der Winter Glow von hobby.de. Die Infos zur Wolle schreibe ich euch oben hin und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe in die erste Luftmasche mit einer Kettmasche zum Ring. Ich häkle eine Luftmasche und häkle in den Ring hinein 9 halbe Stäbchen. Ich häkle über den Faden drüber, sodass wir den Ring später zusammenziehen können. Und wenn ich 9 halbe Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 9 halbe Stäbchen gehäkelt und hier gut schauen, ich schließe in den Kopf des ersten halben Stäbchens. Nicht in die Luftmasche schließen, sondern in den Kopf des halben Stäbchens schließen. Ihr müsst jetzt 9 Maschenköpfe haben, so könnt ihr das kontrollieren. Ich häkle eine Luftmasche, die dient nur dazu, um in die Höhe zu kommen, sie zählt also nicht als halbes Stäbchen. Ich häkle in dieselbe Masche, wo diese Luftmasche herauskommt, 2 halbe Stäbchen. Und ich häkle auch in jede weitere Masche 2 halbe Stäbchen in eine Masche. Es ergeben sich 18 halbe Stäbchen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 18 halbe Stäbchen gehäkelt und ich schließe wieder in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde. Und wie gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, zählt die Maschenköpfe. Ich beginne wieder mit einer Luftmasche, häkle ein halbes Stäbchen in die Masche, wo die Luftmasche herauskommt, und in die nächste Masche häkle ich 2 halbe Stäbchen, in die nächste Masche ein halbes Stäbchen, dann wieder 2 halbe Stäbchen, dann wieder ein halbes Stäbchen. Wir verdoppeln also jede zweite Masche und es ergeben sich 27 halbe Stäbchen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 27 halbe Stäbchen gehäkelt. Ich schließe in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde. Ich beginne mit einer Luftmasche
Und ich starte immer in derselben Masche, wo die Luftmasche herauskommt. Jetzt häkeln wir 2 einzelne halbe Stäbchen nebeneinander und dann 2 in eine Masche. 2 einzelne nebeneinander und 2 in eine Masche. Das heißt, wir verdoppeln jede dritte Masche und wir erhalten wieder 9 halbe Stäbchen mehr als in der Vorreihe, also 36 halbe Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 36 halbe Stäbchen erhalten. Ich schließe in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde und im Prinzip geht das jetzt immer gleich weiter. Es kommen immer 9 halbe Stäbchen pro Runde dazu. In dieser Runde häkeln wir 3 halbe Stäbchen nebeneinander und wir verdoppeln jedes vierte halbe Stäbchen. In der nächsten Runde verdoppeln wir jedes 5. halbe Stäbchen, dann jedes 6., dann jedes 7. und so weiter. Wir sehen uns am Ende der Reihe noch einmal wieder. Willkommen zurück. In dieser Runde haben sich 45 halbe Stäbchen ergeben. Wir schließen wieder in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde. Ich zeige euch noch den Beginn der nächsten Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und jetzt häkeln wir schon 4 halbe Stäbchen nebeneinander und in jedes 5. halbe Stäbchen häkeln wir 2 halbe Stäbchen. Und dieser Teller muss für eine Dame circa 31 bis 32 cm haben, für einen Herrn circa 34 bis 35 cm. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Teller hat eine Größe von 34 cm erreicht, also 34 cm Durchmesser, und ich habe eine Maschenzahl von 180 halben Stäbchen. Das kann bei euch auch ein bisschen anders sein. Jetzt halbieren wir die Maschenzahl. Und falls ihr eine ungerade Zahl habt, zeige ich euch auch, wie man das macht. Ich habe eine gerade Maschenzahl. Ich häkle jetzt immer 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Die erste Gruppe ist immer ein bisschen anders. Da beginne ich mit 2 Luftmaschen und häkle in die nächste Masche ein Stäbchen. Das sind 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab. Wir haben 3 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Wenn ihr eine ungerade Maschenzahl habt, macht ihr einmal 3 zusammen abgemaschte Stäbchen anstatt 2. Das könnt ihr irgendwo machen. Das funktioniert im Prinzip genau gleich. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab,
und dann das Ganze ein drittes Mal. Dann habt ihr 4 Schlaufen auf der Nadel und die mascht ihr gemeinsam ab. Ich brauche das nicht, ich mache immer 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und erhalte dann 90 Maschenköpfe, also genau die Hälfte. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und wir schließen in die erste Zweiergruppe in den Kopf, in die größere Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Das Ganze wölbt sich schon stark, aber die Zunahmen wirken sich erst vollständig aus, wenn wir ein paar weitere Reihen gemacht haben. Wir häkeln eine Luftmasche und wir wenden jetzt die Arbeit und häkeln auf der nicht so schönen Seite weiter. Und wir häkeln in dieser Reihe in jede Masche ein halbes Stäbchen. Ich beginne immer gleich im ersten Maschenkopf, wo die Luftmasche herauskommt, und häkle in jede Masche ein halbes Stäbchen. Bei mir ergeben sich 90 Stück, also die Hälfte von vorhin. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und hier beim Schließen der Runde gut schauen, nicht in die Luftmasche schließen, sondern in den Kopf des ersten halben Stäbchens. Und wir beginnen wieder mit einer Luftmasche. Ich beginne wieder im ersten Maschenkopf, ich hole einen Umschlag und ich steche jetzt nur ins vordere Maschenglied ein. Das ist nur ein Faden und häkle ein halbes Stäbchen. Immer das vordere Maschenglied verwenden, das ist nur ein Faden. Auf der schönen Seite ergibt sich so ein Steg, so muss das aussehen. Es sieht ähnlich aus wie beim Stricken. Hier verlaufen 2 Maschenglieder und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Ihr seht, der Umfang des Bündchens ist deutlich kleiner geworden. Solltet ihr es noch straffer haben wollen, könnt ihr auf eine dünnere Häkelnadel umsteigen, dann wird das Ganze noch enger. Wir schließen wieder in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde, starten wieder mit einer Luftmasche und wir machen wieder dieselbe Reihe wie vorhin. Wir verwenden wieder nur das vordere Maschenglied jeder Masche und ich würde das Bündchen 5 bis 6 cm breit machen. Von vorne sieht das so aus und am Ende müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und unser tolles Barett ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses frechen Baretts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet.
Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.